How can I go on when you leave me, baby? Falling in love goes straight to your heart and your soul, losing control. Woher wollt ihr denn wissen, dass das Sabotage war? Ja, weil sie angesägt wurde. Aber wer macht denn sowas? Der Kollege wurde dabei erwischt, wie er sich an den Kabel vom Kran zu schaffen gemacht hat. Es ist doch nichts passiert. Du wolltest mich sabotieren? Sag mal, warst du das auch mit der Wasserleitung? Er hat alles zugegeben. Aber auch, dass er nicht alles auf eigene Kappe gemacht hat. Eine Konkurrenzfirma hat ihn beauftragt. Ich habe Brucker angerufen in München. Er hat dir eine Stelle angeboten. Junior-Designerin. Willst du mich rausschmeißen? Hey, du kannst mir ja nicht mehr in die Augen schauen. Morgen früh fängst du an. Das Ticket habe ich dir schon besorgt. Ich wünsche dir viel Glück. How did we lose this great breath? Everything burns in our path. The balance we broke left us running too slow. You're at the blue light of the flame. As the earth melts as I race to mend the control. Martha. Hey. Fiercer and smarter. You're at the blue light of flame. Ich habe das eben nicht so richtig verstanden. Also, ihr beide habt euch auf dieser Party geküsst. Nein. Auf dieser Party gab es eine Schlägerei. Sascha hat Juri niedergestreckt und dann habe ich Juri nach Hause gebracht und dann hat er mich geküsst. Und das war nicht so toll? Doch, das war wunderbar. Ich meine, er hat mich geküsst. Ich bin im 7. Himmel und gleich darauf schickt er mich aber nach München. Yes, when the Ich verstehe es nicht. Als ich von ihm weg bin, da war er komplett normal. Und als ich zurückgekommen bin, da war er wie ausgewechselt. Und dann bietet er mir diesen Job in München an. Er hat mir sogar schon einen Flug gebucht. Männer sind ja generell schwer zu begreifen. Aber das ist wirklich wirr. Das ganze Auf und Ab. Das macht mich fertig. out beyond rescue, somebody let you look into. Hey, Olli, machst du mir mal eine Runde alt für meine Jungs? Ja? Na, Boss? Hey, Willst du dich bei deiner Belegschaft einschleimen, oder was? ich fürchte, eine Runde Bier reicht da nicht. Wenn ich daran denke, dass ich denen 2 Wochenlöhne schuldig bin. Oh, Ja, ist eine kleine Katastrophe. Aber ich bieg das schon irgendwie wieder hin. Ist denn immer noch nichts Neues? Jetzt woraus ist, wer die Baustelle sabotiert hat? Ach, dieser Schulze ist auch nur eine arme Wurst. Er hat zugegeben, dass Rötter ihn beauftragt hat. Rötter? Von diesem Bauunternehmen? Ja, genau. Das habe ich ja sogar schon mal gehört. Er arbeitet echt mit üblen Methoden, nur weil er scharf auf meinen Auftrag ist. Aber das kann er sich abschminken. Ich habe ihn in der Hand. Müssen nur noch meine Jungs mitspielen. Na dann viel Glück. Danke. Bitteschön. Hey Leute, hört mal gerade her. Ich danke euch vielmals für eure Geduld. Ich weiß, ich habe euch in letzter Zeit eine ganze Menge zugemutet, aber es gibt gute Neuigkeiten nicht. Ich kann euch bald wieder bezahlen. Das haben wir schon abgebrochen. Und ich habe Familie, ich brauche die Kohle. Ich habe morgen einen Termin mit Rötter. Es ist
ist ja allgemein bekannt, dass er hinter der Schweinerei mit der Wasserleitung steckt. Und der wird jetzt bezahlen. Und was, wenn nicht? Nein, er muss zahlen. Der Saboteur hat ja, wie gesagt, zugegeben, dass Rötter ihn beauftragt hat. Und das sind nun mal Fakten. Und jetzt lass uns darauf trinken. Lasch, Chef. Sieh lieber zu, dass du die Kohle ran schaffst. Ah, darauf können wir doch jetzt ruhig mal einen trinken. Schön, dass Sie so großzügig sind. Die Frage ist nur, ob Sie sich das auch leisten können. Die Frage ist, was Sie das angeht. Ich bin der Mann, der Ihrer Meinung nach zahlen muss. Rötter, Klaus, Inhaber der Rötter Baugroup. Ich glaube, wir sollten uns mal unterhalten. Ach, hallo Tanja. Bisschen Bewegung ist ganz gut, um Kopf frei zu kriegen nach einem langen Arbeitstag, ne? Was machst du dann hier? Bisschen Ausdauersport ist die beste Therapie gegen Tinnitus. Ehrlich gesagt, Rebecca, es ist mir herzlich egal, ob mit dir was piepst oder nicht. Nicht egal dagegen ist mir der Fashion Day in Riga. Bist du dabei? Der ist doch schon ein paar Wochen. Ja. Überlegst dir aber nicht zu lang. Das heißt nicht so lang? Dass das Vorbereitungszeit braucht. Wenn du nicht ab dieser Woche wieder dabei bist, dann muss ich mir einen adäquaten Ersatz suchen. Ich erwarte deine Entscheidung morgen früh. Yoga. Was war denn das? Tanja wollte wissen, ob ich in Riga dabei bin. Du bist doch krankgeschrieben? Ja, ab morgen nicht mehr. Der Tinnitus ist weg. Ich schlafe wie ein Baby. Irgendwann muss ich wieder anfangen. Trotzdem. Was ist, wenn es zu früh ist, wenn du dem Druck einfach nicht standhalten kannst? Ist das deine Art, mir Mut zu machen? Entschuldige. Ich will doch einfach nur, dass du auf dich aufpasst. Ja, ich weiß ja, dass du dir Sorgen machst, aber wir werden in Riga nur eine kleine Kollektion präsentieren. Ist einfach perfekt für einen Wiedereinstieg. So. Danke. Danke. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass Sie gekommen sind, weil dann können wir die Sache unter uns regeln. Ohne Anwälte und den ganzen Quatsch. Ich wollte Sie unbedingt kennenlernen. Mit dem alten Brandner bin ich öfter aneinander geraten. Sturer, alter Knochen. Gut, dann machen wir es eben kurz. Durch Ihre Sabotage ist Brandner Bau ein Schaden in Höhe von 280.000 € entstanden. Hübsches Sümmchen. Ja, die Reparatur des Schadens, der Baustopp. Wenn Sie mir jetzt einen Scheck ausstellen über diese Summe, dann können wir das Ganze vergessen und es ist vom Tisch. Was ist denn daran so komisch? Sie sind komisch. Damit ist die Sache vom Tisch wirklich gut. Wenn das alles so witzig ist, dann können wir es auch gerne auf einen Rechtsstreit drauf ankommen lassen. Jetzt hör mal gut zu, du Grünschnabel. Ich werde keinen Pfennig bezahlen, denn du hast nämlich überhaupt nichts in der Hand. Tja, das glaube ich aber nicht. Ein gewisser Schulze hat nämlich ausgesagt, dass er in Ihrem Auftrag gehandelt hat. Na ja? Wo ist er denn, dieser Herr Schulze? So viel ich weiß, ist er untergetaucht. Wahrscheinlich hat er sich ins Ausland abgesetzt. Sie bluffen doch nur. Wollen wir mal sehen, was das Gericht dazu sagt. Irgendwie erinnerst du mich an den alten Brandner. Immer aufrecht und ein bisschen naiv. Aber es ist nun mal so. Die Mühen der Justiz mahlen langsam. Da geht eine Menge Zeit ins Land. Und du hast keine. Mich wollten schon ganz andere verklagen. Und die sind alle inzwischen von der Bildfläche verschwunden. Ich werde aber nicht von der Bildfläche verschwinden. Und Sie werden zahlen. So oder so. Die Plörre geht auf mich. Love is on the edge, about as far as you can get. Waiting for the last goodbye that hasn't happened yet. We used to smell the feeling, compromise
was hidden here. Oh, we need to make some water, but we're all Was grinst du eigentlich so blöd? cry. So roll down your river till your river runs dry. Love is good and stuck. I'm just too tired to dig it up. Buried in a shallow grave, blamed upon bad luck. Wie abgebrüht kann man auch sein? Erst macht der Typ meine Baustelle platt und dann lacht er mir auch noch dreckig ins Gesicht. Aber er hat doch quasi zugegeben, dass er diesen Schulze bezahlt hat. Da muss man doch irgendwas machen können. Was, ohne Beweise? Da ist Andi noch wegen Rufmord dran. Wenn dieser Typ wirklich so ein Arschloch ist, dann musst du mit allem rechnen. Noch habe ich vielleicht keine Beweise, aber mir fällt schon irgendwas ein. Brauche ich erstmal ein kühles Bier. Nein, Andi, du brauchst jetzt einen kühlen Kopf. Hey, Das ist doch schon alles freudlos genug. du hast auch leicht reden. Mann, dieses Schwein ist eiskalt dabei, meine Firma platt zu machen. Der will dich provozieren. Und wenn du jetzt drauf eingehst, dann hast du jetzt schon verloren. Aber es brennt auch an allen Ecken und Enden. Gibt's vielleicht trotzdem eine Möglichkeit, wie du Geld einsparen kannst? Die Löhne, wenn die Jungs mir wenigstens noch eine Woche Zeit geben würden, dann... Vielleicht bringt's ja was, wenn ich mit einer Anzeige bei dem Penner Druck mache. Okay, das wäre hart, aber so gewinnst du wenigstens ein bisschen Zeit. Meinst du denn, deine Leute gehen darauf ein? Ja, es sind schon gute Jungs. Die sind teilweise noch aus Arnos alter Truppe. Die wissen, was es heißt, durchs Feuer zu gehen. Andi, du kannst doch nichts dafür. Ach Mann. Arno hat die Firma Jahrzehnte auf Kurs gehalten und dann komme ich und... Andi, bei Sabotage, da wäre selbst Arno machtlos gewesen. Und jetzt Kopf hoch. Morgen, da redest du mit deinen Leuten und dann findest du schon eine Lösung. Ja, hoffentlich. Danke. Das Baltikum und Osteuropa sind interessante neue Absatzmärkte für uns. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns auf dem Fashion Day in Riga perfekt in Szene setzen. Ich freue mich daher, dass Rebecca von Lahnstein wieder mit an Bord und voll einsatzbereit ist. Sie wird sich darauf konzentrieren, eine kleine extra auf diesen Events zugeschnittene Kollektion zu entwerfen. Nach ein paar Wochen an der Hängematte wird sie das ja wohl hinkriegen. Außerdem wird es einige Presseaktivitäten geben. Jessica Weiß wird unter anderem in ihrem Modeblog über uns berichten. Sie wird sich hier in der Firma aufhalten und sich ein Bild über die Abläufe verschaffen. Deswegen, ich erwarte höchste Professionalität. Wenn wir in Riga punkten wollen, dann reichen nicht 100%. Für uns alle wird es in den nächsten Wochen nichts geben außer LCL. Und zwar ohne Ausnahme. Deshalb haben Rebecca und ich uns auch dazu entschieden, jeglichen Urlaub bis zum Fashion Day zu canceln. Außerdem stellen Sie sich alle darauf ein, dass hier keiner mehr vor 22 Uhr Feierabend macht. Ich wünsche allen einen produktiven Tag. Sag mal, hast du sie noch alle? So eine Ansage zu machen und dann so tun, als ob ich das mitentschieden hätte. Also wenn du willst, dass ich hier bald mit dem Burnout umkippe, ja, dann bist du genau auf dem richtigen Weg. Rebecca, wir hätten mit den Vorbereitungen für den Fashion Day weitaus weiter sein können, wenn du nicht hättest deine Künstlerseele pflegen müssen. Jetzt müssen alle Gas geben. Das Interview findet gleich statt. Ich hoffe, du bist vorbereitet. Ich denke, wir stellen uns als das personalfreundliche Unternehmen dar, das wir sind. Das siehst du doch genauso, oder? Looking down the line at you, left a trail I hope you will undo. Musst du nicht packen? Dein Flug geht doch gleich. Ja, ich wollte dir sagen, ich
fliege nicht. Ich kann dich nicht zwingen. Ja, das sehe ich auch so. Und ich lasse mich auch nicht weiter rumschieben wie eine Schachfigur. Dieser Job ist eine Aufstiegschance für dich. Du willst mich loswerden, aber so einfach mache ich es dir nicht. Wenn du mich schon loswerden willst, dann musst du mich schon offiziell kündigen. Feuer mich. Taking you from the back of my mind to keep you with me always all the time. Imagine Mach davon mal eine Reinzeichnung. pretending to be realistic too. Hi, Bella. Hi, Chef. Hast du gerade einen Moment? Ja, klar. Für dich doch immer. Was gibt's denn Neues? Ich habe jede Menge neue Ideen. Du, es gibt total neue Dämmstoffe, die verlieren so gut wie 0 Energie. Das ist doch auch für das Hotel interessant. Da lassen sich jede Menge Kosten sparen im späteren Betrieb. Tja, das ist gut. Fragt sich nur, ob der Auftraggeber das auch mit einkalkuliert hat. Sollte er aber. Ich meine, egal, weshalb ich anrufe. Ich wollte vorhin am Automaten Geld ziehen, aber da kam irgendwie nichts raus. Kannst du mal gucken, ob das mit der Gehaltsabrechnung alles glatt gegangen ist? Ja, klar, mach ich. Und Bella, wenn du zwischendurch Bargeld brauchst, dann lass dir was von dem Hotel geben und schreib's auf die Rechnung, ja? Wird echt Zeit, dass wieder Geld reinkommt. Meine Alte macht mir schon die Hölle heiß, Jungs. Wir haben gerade Nachwuchs bekommen und ihr glaubt gar nicht, was das alles kostet. Die Windeln, das Milchpulver und der ganze Kram. Andi, ist alles okay? Du klingst irgendwie so komisch. Was? Ja, mir geht's alles in Butter. Ich muss jetzt nur weitermachen. Klar, und grüß mir die Kollegen. Mach ich. Tschö, Bella. Hey Leute, ich muss mal kurz mit euch reden. Heute ist Zahltag, was? Genau, deswegen muss ich jetzt noch mal kurz weg wegen Rötter. Ihr wisst schon. Alles klar, Chef? Ja, klar, wir sehen uns später. Ach, okay. Ja, hi Tristan, ich bin's, du. Wir müssen mal ganz dringend reden. Und die hat wirklich mit der Kündigung gedroht, wenn die Mitarbeiter da nicht mitspielen? Jessica ist ganz blass geworden. Das kann ich mir vorstellen. Die rotiert ja schon bei normalen Arbeitszeiten genug, um Maximilian gut unterzubringen. Weißt du, ich könnte mich jetzt noch drüber aufregen, wie die mich da einfach mit reingezogen hat. Und dann wollte sie mir auch noch weismachen, dass ich an allem schuld bin. Oh, was macht denn ihr für lange Gesichter? Das fragst du noch. Bei dem, was du dir vorhin geleistet hast? Ach, ihr verdrückten Tränchen für die unterdrückte Arbeiterklasse. Süß. Also Tanja, mal ganz im Ernst. Abgesehen davon, dass man so nicht mit Menschen umgeht. Was glaubst denn du, wie sich dein Verhalten auf das gesamte Arbeitsklima auswirken wird? Also ich sag immer, Angst macht kreativ. Und wenn das nicht wirkt, draußen gibt es ein Heer von hochmotivierten, arbeitslosen Nachwuchstalenten, die für einen Job bei mir alles tun würden. Aber bei uns läuft ja alles bestens, nicht wahr? Rebecca, hast du dir schon überlegt, was du gleich beim Interview sagen wirst? Wozu? Du willst mir bestimmt alles gleich haarklein vorbieten. Was denn für ein Interview? Für ein Fashion-Format. Rebecca wird ein bisschen von ihrer Auszeit erzählen und was für Ideen ihr dabei gekommen sind. Ich würde gerne noch ein bisschen mit euch plaudern, aber ich muss arbeiten. Also die spinnt doch. Und du lässt dich da nicht drauf ein.
Aline, was soll ich machen? Ich meine, Tanja gibt mir ständig zu verstehen, dass mein Stuhl bei LCL wackelt. Egal, was du bei diesem Interview sagst, Tanja wird's immer so drehen, dass sie gut dasteht und du immer mehr unter Druck gerätst. Nein, Rebecca, was einmal in den Medien ist, das kriegst du da nicht mehr raus. Ja, stimmt. Stimmt, du hast recht. Wenn es einmal raus ist, dann ist es zu spät. Graf Lahnstein. Wow, Justus, wir können über alles reden, okay? Ach du meine Güte, Verzeihung, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich war gerade dabei, in der Bibliothek die Waffen der Herrschaften zu reinigen. Und als es klingelte, da muss ich wohl vergessen haben, dass ich den Revolver noch in der Hand gehabt habe. Sowas dürfte natürlich... Schon gut, Justus. Was gibt's denn? Ich fürchte, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Sie wollten mich melden. Ach so! Genau. Herr Fritsche ist eingetroffen. Danke, Justus. Ist es normal, dass ihr neuerdings eure Butler mit Knarre im Anschlag zur Tür schickt? Ich hoffe, du bist nicht hier, weil du schon wieder Geld von mir haben willst. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Glaub mir, ich wäre nicht hier, wenn ich eine andere Lösung hätte. Was ist mit diesem Bauunternehmer? Er hat die Sabotage angezettelt, also muss er auch für den Schaden aufkommen. Ja, aber nicht so. Der hat sich ins Ausland verschanzt. Ich denke, Rötter hat das auch eingefädelt. In anderen Worten, du siehst keinen Cent. Zumindest nicht, bis er verurteilt ist. Und so oder so wäre es ein endloser Prozess. Bis dahin ist Brandner Bau pleite. Und jetzt soll ich dir mal wieder in den Arsch retten. Ich habe bereits eine knappe Million in deinen Laden investiert. Aber hier geht's nicht um dein Geld oder um meinen Laden. Es geht um meine Leute. Wenn die ihren Lohn nicht sehen, da hängen ganze Familien dran. Komm schon, Tristan, das muss doch ein Fest für dich sein. Klopf mir irgendwelche Sprüche. Zwing mich zu betteln. Du kannst sogar meinen Mustang haben. Nachtreten ist nicht so meine Art. Außerdem hast du recht, es geht ja nicht um dich oder um mich. Das heißt, du legst die Gehälter aus? Das Ganze ist ein Fass ohne Boden und ich habe das Gefühl, dass du nächsten Monat wieder auf der Matte hier stehst. Tut mir leid. Was du jetzt brauchst, ist kein Geld. Du brauchst einen guten Anwalt, der mal richtig Feuer unterm Kessel macht. Und wie es der Zufall will, habe ich einen schlauen Bruder. Hey. Hi. Wenn ich hier durch bin, habe ich Frühstückspause. Wie sieht's aus? Hast du Bock auf einen Kaffee und einen Donut? Ich habe ziemlich viel zu tun. Habe ich aber auch schon besser gesehen. Auch eine Art Kompliment. Was ist passiert? Willst du wirklich wissen? Okay. Kurzfassung. Juri hat mir gestern für einen Augenblick das Gefühl gegeben, dass es zwischen uns was werden könnte. Und im nächsten Moment, da bietet er mir einen Job in München an. Er hat dich schon wieder observiert? Das geht dich eigentlich überhaupt nichts an. Was für ein Idiot, Mann. Ich bin sorry, aber... Gehst du nach München? Nein. Wenn er mich loswerden will, dann soll er selber gehen. Ich bleibe. Ich habe noch mal drüber nachgedacht. Es tut mir wirklich leid, dass ich vorhin so ausgeflippt bin. Du hast recht, mit meiner Auszeit habe ich hier alles ziemlich durcheinander gebracht. Aber es ging leider nicht anders. Davon gehe ich aus. Und mir ist auch klar, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ich meinen Job noch habe. Rebecca, lassen wir die alten Geschichten, ja?
Ja, wieso ich eigentlich hier bin. Ich gebe das Interview natürlich. Und ich werde auch betonen, dass LCL mir in der schweren Zeit den Rücken freigehalten hat. Freut mich zu hören. Und dann kam mir spontan noch die Idee, was hältst du davon, wenn wir das Interview im Schloss geben, statt im Sender? Weißt du, so ganz live, privat, exklusiv aus dem Kaminzimmer. Ich dachte, gerade für so einen Modeblog ist das vielleicht ganz spannend. Je privater, desto besser. Ich weiß, so ein Interview, so ein Live-Interview ist nicht ohne. Wahrscheinlich wird sich Jessica Weiß gar nicht drauf einlassen, aber... Also wenn ich sie drum bitte, wird sie es machen. Verlass dich drauf. Gut. Stell dich auf eine Live-Übertragung ein. Wie es aussieht, ist dieser Schulze wirklich über alle Berge. Seine Ex zumindest ist fuchsteufelswild auf ihn, da er ja noch eine ganze Menge Unterhalt schuldet. Oh Mann, und ich hatte gehofft, dass Rötter sich das alles ausgedacht hat. Setz dich doch. Ohne diesen Belastungszeugen haben wir nichts mehr gegen Rötter in der Hand. Aber er hat sogar indirekt zugegeben, dass er hinter der Sabotage steckt. Andi, das wird er vor Gericht aber nicht tun. Er hat das Ganze also systematisch geplant. Ist das jetzt auch noch irgendwas Persönliches? Nein, ich kannte den Typen bis gestern ja nicht mal. Es ging ihm die ganze Zeit nur darum, an den Auftrag für diesen Wellness-Hotelbau ranzukommen. Und wenn Brandnerbau nicht mehr weiterarbeiten kann, dann rückt er auf der Bewerberliste automatisch nach. Das heißt, dieser Rötter wusste ganz genau, dass Brandnerbau nicht mehr allzu viel Luft hat. Es bleibt mir wohl nichts anderes mehr übrig, als den Prozess abzuwarten. Ich fürchte, da hat dieser Rötter recht. Und sowas kann sich im schlimmsten Fall über Jahre hinziehen. Aber so viel Zeit habe ich doch gar nicht. Gibt's denn keine andere Möglichkeit, den Prozess irgendwie zu beschleunigen? Andi, die Gerichte sind ohnehin völlig überlastet und hier handelt es sich nur um Sachwerte. Nein, aber das ist es ja. Es geht hier nicht nur um Sachwerte. Es geht hier um die Existenz von meinen Leuten. Die haben Kinder und müssen die Mieten zahlen. Ich weiß. Aber mit Gerechtigkeit hat das auch nichts zu tun. Verzeihen kann. Lahnstein. Aber Emma ruft unaufhörlich nach dem Papa. Danke, Justus. Ich komme sofort. Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten für dich, Andi. Aber alles Gute für dich, ja? Ach, du findest selbst raus, oder? Ja, danke. And we lay nocturnal, speculate what we feel. You said it was a flash, and we lay. Was willst du? Dasselbe wollte ich dich fragen. Willst du mir wieder einen reinhauen? Ich bin in der besten Stimmung. Wie du Martha behandelst, ist einfach nur Scheiße. Verschwinde. Nicht bevor du mir sagst, was du für einen Scheiß mit ihr abziehst. Ich sag's dir nicht noch einmal. Du hast doch den Mund groß aufgerissen von wegen Pass auf sie auf. Und was machst du? Du behandelst sie wie ein Stück Dreck. Du bist ein kranker Wichser und ich wünschte, Martha würde das endlich kapieren. Denkst du, es macht mir Spaß? Also bist du das Opfer, hm? Der Krieg ist an allem schuld. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören. Wir haben beide den Krieg miterlebt und es war für keinen von uns wirklich lustig. Was hast du miterlebt, hä? Was? Genau dasselbe wie du. Nur habe ich gelernt, dass es scheiße ist, wenn man sich dicht macht und keinen an sich ranlässt. Man an uns klebt dieselbe Scheiße. Aber der Krieg ist vorbei. Manche Sachen sind nie vorbei. Wenn ich demnächst alles vergessen werde, was mir lieb und teuer ist, dann wäre mir schon wichtig zu wissen, dass die Firma in guten Händen ist. In deinen Händen. Du bist der Einzige, dem ich zutraue, die Firma in meinem Sinne weiterzuführen. Ich habe mir immer gewünscht, dass du in meine Fußstapfen trittst.
Weil ich weiß, dass du der beste Mann bist, um unsere Jungs in die Zukunft zu führen. Auf uns, Chef. Die Mühen der Justiz malen langsam. Da geht eine Menge Zeit ins Land. Und du hast keine. Don't be generous with my thoughts. I'll be more like a woman, less like a lady. If you want me to. Gleich fängt's an. Kommst du mal drüber? Was fängt an? Manchmal lebst du echt hinterm Mond, oder? Rebecca und der Drachen geben gleich ein Interview live im Netz über dieses Fashion-Dings in Riga. Ja, stimmt. Kommst du? Ja, ich komme gleich. Ich muss nur kurz was erledigen. Du, sag mal, in ein paar Wochen ist dieser Fashion Day in Riga. Ich will fragen, ob du auch da was machst. Ja, ich versuch's. Was hast denn du da gemacht eigentlich? Training. Soll ich dir helfen? Nein, nein, nein. Ich mach das selber. Juri, lass dir helfen. Ich bin positiv überrascht, dass Sie mich in Ihren Privaträumen empfangen und meine Leser freut das sicherlich auch. Ja, wir dachten, wir gewähren Ihnen mal einen Einblick hinter die Kulissen. Ja, und was für einen. Also traditioneller als auf einem Schloss kann man ja gar nicht leben. Wie vereinbart sich das mit der sehr klassischen und doch eleganten Mode bei LCL? Es inspiriert. Wir lieben Gegensätze. Das sieht man auch an unserer Mode. Und ich finde, klassische Eleganz wirkt langweilig, wenn man sie nicht ab und zu mal bricht. Sicher auch ein Einfluss von Juri Adam, oder? Ja, ja, absolut. Er hat mit seinen Ideen und Visionen die Firma sehr bereichert. Ihre Mode ist in der Branche als sehr vielschichtig bekannt, teilweise auch mit einem ironischen Touch. Das ist bestimmt der Einfluss von Juri Adam. Ist er auch der Grund für die Teilnahme am Fashion Day in Riga? Riga ist einer der interessantesten neuen Märkte. Die Teilnahme am Fashion Day ist für LCL ein folgenrichtiger Schritt. Ja, und LCL wird nicht nur durch Juri, sondern auch durch Rebecca mit einer neuen und kleineren Kollektion vertreten sein. Können Sie uns schon einen kleinen Vorgeschmack geben? Es wird sehr wild, aber auch sehr sexy. Sie können sich auf ein paar Überraschungen gefasst machen. Dann hat Ihnen die Auszeit ja gut getan. Rebecca hat sich mal wieder selbst übertroffen. Wann können die alle schleimen, wenn es drauf ankommt? Wissen Sie, von Zeit zu Zeit ist es ganz gut, wenn man auch mal einen Schritt zurücktritt und seine Arbeit mit einem gewissen Abstand betrachtet. Das eröffnet ganz neue Perspektiven. Ja, man braucht nicht nur den Blick fürs Detail, sondern für das ganze Große. Ganz genau. Danke. Ist noch was? Ich muss was wissen. Gestern, als wir uns geküsst haben, das fühlte sich so nah und so echt an. Ich bild mir doch nichts ein. Juri, ich muss das wissen. Du musst mit mir reden. Du hast schon mal mit mir geredet. Du kannst es wieder tun. Ich bin hier. Ich höre dir zu. Ich glaube, so wie es jetzt ist es besser für dich. Glaub mir.
Und wir freuen uns natürlich drauf, am Boom der osteuropäischen Märkte zu partizipieren. Ja, zurück zu Ihnen, Rebecca. Der Grund für Ihre kreative Auszeit war eine schwere Krise. In der Branche sprach man auch von Burnout-Gerüchten. Wollen Sie darüber sprechen? Mein Körper war einfach ausgebrannt und er hat mich quasi angeschrien, damit ich endlich kürzer trete. Aber ja, ich war taub und dann hat es mit einem Hörsturz geendet. Schmerzhaft? Heilsam. Ach, das ist das Los der Kreativen. Wenn sie einmal im Flow sind, dann sind sie durch nichts und niemand aufzuhalten. Tanja hat mich als Chefin, aber auch als Freundin immer davor gewarnt, über meine Grenzen zu gehen. Klingt nach einer großartigen Chefin. Absolut. Mir liegt das Wohl meiner Mitarbeiter sehr am Herzen. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, auf die Signale seines Körpers zu hören, bevor es zu spät ist. Natürlich weiß ich, dass es schwierig ist, den Alltagsstress zu reduzieren. Ich meine, nicht jeder hat so eine verständnisvolle Chefin wie ich. Tanja hat mich immer sehr unterstützt, indem sie mir auch die Auszeit ermöglicht hat. Vorsorge ist nämlich der beste Weg, um einen Burnout zu verhindern. Ist doch in Ordnung, dass ich das erwähne, oder, Tanja? Tanja von Lahnstein hat nämlich dem Burnout den Kampf angesagt. Man hat herausgefunden, dass eine ausgeglichene Work-Life-Balance zur Erhaltung der Gesundheit elementar ist. Und deshalb werden in Zukunft bei LCL die Überstunden auf ein Minimum reduziert. Nee, das ist ja unmöglich. Damit handelt sie natürlich auch im Sinne der Kinder. Ich meine, Tanja weiß als Mutter am besten, wie wichtig die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist. Ja, und damit die Produktivität nicht leidet, wird natürlich in jeder Abteilung der Personalstamm aufgestockt. Damit macht sie dann auch noch was gegen die Arbeitslosigkeit. Ja, eine Unternehmerin mit sozialem Gewissen. Ich wollte das nicht so auswalzen. Oh, entschuldige, ich dachte nur, dass vielleicht andere Vorgesetzte von deinem Verhalten inspiriert werden. Ja, dieser Hoffnung kann ich mich nur anschließen. Damit sind wir am Ende des Gesprächs. Ganz lieben Dank. Gerne. Gerne. Ach, wie habe ich das Einkaufen mit dir vermisst. Hey, Andi, was machst du denn schon hier? Das Gespräch mit deinen Angestellten. War das so schlimm? Andi, was machst du hier und warum hast du bitte eine Knarre? Ich wollte mir dieses Arschloch vorknöpfen. Rötter, ihn dazu bringen, dass er zugibt, hinter der Sabotage zu stecken. Mit einer Waffe? Sag mal, bist du total bescheuert? Weißt du, was da passieren kann? Ach, das alte Ding, das ist doch bestimmt nicht geladen. Wo ist das überhaupt her? Königsbrunn. Oh Gott. Andi, jetzt bau keinen Scheiß, das Ding bringst du sofort wieder weg. Und was ist mit der Firma? Und den Leuten? Ich habe keine Beweise und wenn ich Rötter die Sabotage nicht nachweisen kann, dann habe ich alles verloren, dann ist alles am Arsch. Arno hat mir die Firma anvertraut, weil er dachte, ich krieg das hin. Ich habe die Firma einfach vor die Wand gefahren. Ach, Andi, das ist doch alles überhaupt nicht deine Schuld. Meinst du, es wird besser, wenn du mit einer Knarre rumrennst und irgendwelche Leute verletzt? Meinst du, das hätte Arno gewollt? Pass auf, wir müssen das Ding jetzt loswerden und dann finden wir für alles eine Lösung. Nein, es gibt keine Lösung. Brandner Bau ist am Ende. Ich bin am Ende. Du hättest wirklich nicht mitkommen Ach müssen. Quatsch, sicher ist sicher. Tanja hat im Mord aus dem Blick. Rebecca, du warst unglaublich. Keine Überstunden. Weißt du eigentlich, was das für Maxi und mich bedeutet? Frau von Lahnstein, ich bin so froh, dass Sie das mit den Arbeitszeiten noch mal überdacht haben. Ja, ich auch. Mein Freund hat meistens Frühschicht und schläft um 10 schon längst. Den hätte ich überhaupt nicht mehr gesehen. Ich wusste, Sie sind in Ordnung, auch wenn Sie manchmal den Drachen raushängen lassen. Ich wollte eigentlich Danke sagen. Auch im Namen von uns allen Danke. Ja, wir sind durch Rebeccas Auszeit natürlich etwas in Verzug. Na klar. Aber ich habe mir gedacht, nur motivierte Mitarbeiter sind gute Mitarbeiter. In dem Sinne, ran an die Arbeit, sonst gibt's doch noch Überstunden. Das bleibt nicht ohne Folgen. Den Spaß war es mir wert.
Ja, außerdem solltest du mir dankbar sein. Ich meine, du bist das erste Mal in deinem Leben so richtig beliebt. Wenn du wüsstest, wie scheißegal mir das ist. Alles klar? Ich habe mich schon lange nicht mehr so gut gefühlt. Didn't know what this would be, but I knew I didn't see. Meinst du, er hat's Ihnen inzwischen gesagt? Keine Ahnung. Aber ich will doch echt nicht in Andys Haut stecken. Ich meine, den Leuten ist doch auch klar, dass es nicht mehr lange mit Brandner Bau gut geht. Dann hat er es also wirklich geschafft, Brandner Bau vor die Wand zu fahren. Es ist nicht seine Schuld. So ein Unternehmen, so ein mittelständisches Unternehmen, kann einem Konzern wie der Rötterbau Group nicht standhalten. Ja, und ich, Idiot, habe auch noch mein Privatvermögen da reingepumpt. Ja, wäre auch eine gute Investition gewesen, wäre alles mit rechten Dingen zugegangen. Ist es aber nicht, weil Andi mit seiner Blauäugigkeit natürlich leichte Beute ist für Haie wie Rötter. Verlassen Sie sofort meine Baustelle. Ich dachte, ich sehe mich schon mal ein bisschen um, wo wir doch das Ganze hier bald übernehmen. Das letzte Mal, dass ich Andi so erlebt habe, das war nach Arnos Tod. Zumindest hat er den Mist mit der Knarre sein lassen. In seinem Zustand, da wäre ja echt alles möglich gewesen. Eine der Waffen aus der Bibliothek ist verschwunden. Was soll das heißen, verschwunden? Verschwunden? Ich kann mir das auch nicht erklären. Es war doch niemand in der Bibliothek außer Ihnen beiden und Herr Fritsche. Dieses Projekt ist eine Nummer zu groß für eine Klitsche wie Brandner Bau. Aber das hat sich ja zum Glück bald erledigt. Das Projekt und Brandner Bau. Hauen Sie sofort ab, sonst vergesse ich mich. Gut, dass das der Alte nicht mehr erleben muss. Wie seine Firma den Bach runtergeht. Und lassen Sie Arno da raus. Dem Brandner hätte ich etwas mehr Menschenkenntnis zugetraut. Züchtet er sich so einen Versager ran? So ein Loser. Du Schwachmat.